Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video male ich ein Ölbild von Amélie Bies, eine Frau, die mutig viele Regeln brach und sich einen Namen in der Luftfahrt machte. Und das in einer Welt, die damals überwiegend von Männern dominiert wurde. Ich beginne wie immer ohne Skizze, bestimme aber direkt mit Ölfarbe die Konturen, also einige Verhältnisse und Proportionen. Was mir bei diesem Farbenspiel wichtig ist die Hauptkombinationen zu bestimmen. Es sind 3 am Anfang, die neutrale Hautfarbe, so ein Mittelton, dann Farbenmischung für den Schatten und für das Licht. Natürlich kommen später auch noch weitere Kombinationen dazu. Das heißt, zu jeder von diesen 3 Hauptfarben weitere, werden noch weitere Nuancen hinzugefügt. Zum Beispiel fürs Licht kann man nicht immer wieder die gleichen Töne verwenden, denn es unterscheidet sich in seiner Stärke und ja, muss dementsprechend mit verschiedenen Nuancen dargestellt werden, die allerdings ausgerechnet zu dieser ursprünglichen Lichthauptfarbe passen. Der Hintergrund ist mir nicht so wichtig und eigentlich auch nicht die Kleidung. Das könnt ihr an meinen anderen Porträts sehen. So bleibt der Fokus ganz auf dem Gesicht und der Persönlichkeit. Aus diesem Grund wird die Kleidung bei mir meistens nur leicht angedeutet und im Hintergrund gibt es dann nur so abstraktere Farbübergänge.
Ich vermeide die genauen Konture, um eine weichere Wirkung im Porträt zu schaffen. Präzise Linien schränken mich ein, sie stören, sie nehmen mir die Malfreiheit weg. Allgemein mag ich sehr diese Offenheit für Interpretationen im Porträt. Wenn es in der Etüdenphase bleibt, habe ich das Gefühl, dass es sich noch weiterentwickelt, eine Seele hat. Und wenn ich eine Farbe auf eine irgendwelche komische Linie beschränke, wird die Farbe ruiniert. Sie bleibt dann in ihrem Bereich und verliert ihre Wirkung, kann sich nicht mehr ausbreiten, um andere Bereiche zu beeinflussen und mit anderen Tönen zusammenzuarbeiten. Dann gibt es kein Zusammenspiel mehr, nur isolierte Farbzonen, und die Farben werden dazu gezwungen, in ihren durch die malende Hand bestimmten Formen zu bleiben. Außerdem finde ich, dass unsere Augen keine Präzision im gemalten Motiv brauchen. Wir neigen eher dazu, eine gewisse Unschärfe oder sogar Abstraktion im Motiv emotionaler wahrzunehmen. Wenn ein Motiv als abgeschlossen abgestempelt wird und das von mir, so eine absolut fertige Version ist für mich das Ende. Es bekommt keine Entwicklung mehr und ja, was könnte schlimmer sein? Ich wünsche euch allen eine tolle, kreative Woche.
bleibt dran. Wir sehen uns.